Hi. Wie geht's? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die hat mich so gebrochen, Alter! Wir schauen uns das mal an jetzt, ja? Vom Fanfest. Piu, piu, piu. I've been a massive fan of Lego and Star Wars since I was very young. There's lightsabers, there's spaceships, there's weird aliens. It was just a privilege to be able to work on the game. It's just a franchise that spans all generations. I'm gonna make the jump to light speed. As soon as we started talking about doing a new Lego Star Wars game, the ambition swelled. Because as fans, we love all the movies. And to have the opportunity to tell the whole saga from episode 1 all the way through to episode 9, we knew we had to take it further than we'd ever been. We started off. Titel Episode 2. Okay. Main Intro. Pre. Okay. Outro. Battle of Jedi. Ach, das sind die einzelnen Szenen, sagen wir mal, die du da nachspielst dann halt, ne? Okay. By having regular meetings with. Das ist Episode 1, okay. Mal gucken, ob ich da irgendwas von erkenne. Mal gucken, ob ich da irgendwas von erkenne. So ich als Star Wars Experte Nummer 1 hier. Ah, da unten, da den Kampf gegen Darth Maul da. Ja, den erkenne ich. Den kann ich. Ja, den kann ich. Ey, Podracing. Ey, Podracing, richtig gut. Podracing auch mit dabei. Fühle ich. Fühle ich richtig. Ja, Podracing wird bestimmt richtig gut werden. Vielleicht kann man auch online irgendwie Podracings machen. Das wäre geil, oder? Das wäre richtig mega. With Lego and Lucasfilm, discussing just everything about the visual design of Star Wars, what makes a Star Wars game, how we might integrate Lego into this game. They gave us access to all of their libraries, which was the greatest thing to be able to dig into. The storytelling throughout Lego Star Wars is incredible and filled with jokes and funny moments, because in a Lego game, we have freedom. You can use the humor and we can spin it. So Han Solo is still being Han Solo, but he might have a banana instead of a blaster or something like that. We knew we needed to refresh the game and get something that felt familiar but reinvented. The systems, the frameworks we put in place to enable us to do that over like 100 different gameplay mechanics and all the different systems that make up that game. Real-time processing on the voices. So when you pick up a helmet and you put it on, your voice changes to sound like you're a Stormtrooper. Well, looks like you've got a Stormtrooper problem. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool, ja. Wenn du da also den Stormtrooper-Helm da anziehst, dann verändert sich so gesehen verändert sich deine Stimme. Das ist sehr cool gemacht. Ja, fühle ich. Changes to sound like you're a Stormtrooper. Well, looks like you've got a Stormtrooper problem you should look into. We're putting a lot of emphasis on the lighting and the environments. We have something like 12,000 materials that were generated for the game, 20,000 unique models, and 26,000 textures. If you're a fan of Lego Company's work, you'll be amazed at the resolution and the amazing work that the models team have done. We get to recreate all of these iconic designs, literally brick by brick. We built the ships entirely out of Lego bricks. So that's not just the exterior. Wusstet ihr eigentlich, auch bei den Lego-Spielen davor, alles, was man in diesem Spiel baut oder durch was man aufbauen muss, um weiterzukommen etc. Ne? Also alles, was man in diesem Spiel aufbauen kann, muss, das kann man auch Tatsache in Realität aufbauen. Und das müssen die Programmierer so einstellen. Als ich damals bei Warner Bros. Da war, zum Event eingeladen, ne, da
wie gesagt, ich kannte ja den deutschen Chef von Warner Bros. Da ganz gut und der hatte mich dann da rangeholt von einem Entwickler von Lego Dimensions war es, glaube ich, oder war es Lego Dimensions? Ich glaube, Lego Dimensions oder Lego Ninjago war es gewesen. Und der hatte das dann gesagt, dass die nicht einfach drauf losentwickeln, so weißt du, und wir werfen einfach die Steine da in das Bild. Nein, das ist wirklich von Lego vorgegeben, dass alles, was in dem Spielen gebaut wird, muss auch in Realität genauso 1:1 gebaut werden können. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da ist mir vorher auch nie aufgefallen oder so. Jetzt gerade, wo der das so gebaut hat, fiel mir das gerade mal ein. Exterior of the ship, that's the interior, so you can land inside these ships and walk around in an environment entirely made out of Lego bricks. If you were to build one of our capital ships in real life, it would take millions and millions of bricks. We've designed some of the characters. Also könnte man das ganze Spiel nachbauen. Rein theoretisch könntest du das ganze Spiel nachbauen. Rein theoretisch, ja. Ja. That don't exist as physical models. What we would do is we'd look at the film reference and we'd take existing Lego creatures and characters that are similar, and then what we end up with is something that is Da siehst du das. as we could make it. Da hat man das zum Beispiel jetzt gerade gesehen hier. Guck mal, das war zum Beispiel das beste Beispiel jetzt hier. Passt auf. Das hier seht ihr das? Da siehst du dann ja wirklich die Einzelteile von diesem Monster dann halt. Daran siehst du das. Und so müssen die das wirklich auch in diesem Spiel einbauen, programmieren und entwickeln. Ja. And characters that are similar, and then what we end up with is something that is as accurate as we could make it. Take the Bantha, for example. So it's just really true to Lego IP, and it's really true to the film IP. We wanted an evolution, I suppose. So what we've done is try to keep what's familiar, but really add something a bit more modern in, a bit more fresher. One of the things we've done in this game is we've gone for a third-person camera. With the blaster combat in the game, we really wanted it to make it feel more visceral. Now when you use the blaster combat, we bring the camera down, we get into this like third-person perspective, and it just really makes you feel like more in the action, which is pretty great. Using the Force is a huge part of the game. The Jedi, the Sith, they all have this Force power where they can literally pick objects off the floor and fling them about. We really took advantage of that Force power that we haven't done in previous games. You can fly into space and there's like just interactions that'll happen. Giant ships like a Star Destroyer coming in. You can try and fight it and you go defeat it and you can capture it and take it over. Boah, das ist auch cool gemacht. Das ist auch cool gemacht da oben. Also ganz ehrlich, viele haben ja auch geschrieben, dass sie sich da mit der neuen Lebensanzeige erstmal dran gewöhnen müssen. Aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. So natürlich ist man bei Lego-Spielen immer diese Herzchen gewöhnt. Aber ist halt auch mal wieder was ganz Neues, sag ich mal, ne? Deswegen, also für Lego-Spiele. Deswegen, also man muss immer offen für was Neues sein. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze dann am Ende dann wirklich im Spiel, wenn man das auch dann selber spielt, wie sich das dann anfühlt und so. Ja, ob man wirklich die Herzen vermisst oder ob man sagt, okay, das ist doch ganz geil, let's go. I think when we're making these games, we think about the fans a lot. So there's a few Easter eggs in this game, some stuff we're really excited to get in. You can switch all the weapons so that it's mouth noises. So you can be like, zhuang zhuang, woo woo, pew pew. And of course. Was? Die können selber diese Pew-Pew-Pew-Geräusche machen? Nein! Was? You can switch all the weapons so that it's mouth noises. So you can be like, zhuang zhuang, woo woo. Was? Nein! And of course, you can mumble mode. So mumble mode is basically how the old Star Wars games were. We had to rely on animation, expression, and these sort of pew 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 pew. The speech. It goes. Huh? Marba. Seeing your work put together on a scale like this really makes it feel like it's something special. This is the ultimate experience of going everywhere in the universe as whatever character you want and really being in Star Wars. And I can't wait for players to see the hard work. It's been a really ambitious project. What they've achieved, they should be rightfully proud of. Oh, wenn du das jetzt so gesehen hast und so, ne, jetzt hast du noch mehr Bock auf das Game, oder? Jetzt mal ernsthaft, jetzt hast du irgendwie noch mehr Bock auf das Game. Also, boah.
Ganz ehrlich, ne, gut, ich glaube sehr gut, dass die das immer wieder verschoben haben und weiter verschoben haben, weil ich glaube, hätten die halt einfach zu früh rausgeballert, ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich nicht so geil gewesen. Also ich glaube schon, dass das gut war, dass das so 3,5 Jahre in der Mache war. Also jetzt bin ich ein bisschen gehypt auf das Game, muss ich sagen, ja. Das war so immer so ein bisschen so, Star Wars und so, ne, aber jetzt muss ich sagen, so die jetzt Piu, 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 fühle ich komplett echt. Das ist richtig cool.